Ja, hallo und guten Abend, liebe Freunde, liebe Bahnfreunde, liebe Kanalfreunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bahnabenteuer. Ich befinde mich hier vor dem Bahnhof Przemyśl und es geht wieder auf eine Tour. Heute, ihr seht schon, es wird langsam dunkel, möchte ich mal den sogenannten Orientexpress Polens fahren. Und zwar ist das der Nachtzug Przemyślanin. Przemyślanin, so ungefähr heißt der. 38172 ist das. Der fährt von hier und führt uns heute Nacht durch die Nacht Richtung Swinemünde. Das heißt, morgen früh sollten wir in Swinemünde sein. Längster Zug, weil er etwa 1160 Kilometer Strecke tatsächlich hat. Und also da streiten sich so ein bisschen die Geister, ob es wirklich der längste Zuglauf ist in Polen, aber es ist auf jeden Fall einer, der ganz, ganz weit oben ist. 13 Stunden, 12 Minuten wird die Fahrzeit dauern. Und ja, ich gucke mal, wie es heute Abend geht. Ich nehme euch gerne mit, wie immer. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, kommentiert gerne und gerne auch ein Abo dalassen für den Kanal. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf die Fahrt. Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe es jetzt aufgenommen, damit es noch mal hell ist. Aber ich denke, nachher geht es dann rund und ihr werdet Bilder sehen. Kommt mit, steigt ein und Abfahrt. Viel Spaß. So, hallo, nochmal guten Abend hier, direkt vom Bahnhof Przemyśl vom Bahnsteig 2. Und ihr seht es vielleicht hinter mir, hoffentlich seht ihr es ein bisschen. Da steht der Regiojet-Nachtzug. Den habe ich schon mal mitgemacht. Von Prag bin ich den gefahren hierher. Guckt euch gerne das Video dazu an. Sollte jetzt oben hier drin sein in der Ecke. Spannende aber andere Seite, hier stehen die Breitspurwagen der ukrainischen Eisenbahn hinter mir. Und wenn wir Glück haben, sehen wir gleich auch die Ausfahrt eines Zuges. Um 18:11 Uhr sollte laut Plan ein Zug ausfahren. Nicht der hier steht, sondern einer dahinter. Und ja, gucken wir mal, vielleicht kriege ich es ja aufs Video drauf. Ansonsten geht es für mich nachher von diesem Bahnsteig hier ab in circa eine Stunde und 20 Minuten. Viel Spaß beim Video und ja, bis dahin, tschüss.
Ja, ihr Lieben, eine Sache muss ich mal prüfen, weil eine Sache geht hier wirklich nicht. Das Wasser. Ich drehe das jetzt hier rüber und dann mache ich das an und da passiert nichts.
Und irgendwie muss ich mal rauskriegen. Hier steht irgendwas von Inbetriebnahme, die Hand über die Fotozelle nähern. Ist nirgends eine Fotozelle. Ich muss mal rauskriegen, was da los ist. Vielleicht kann ich das noch klären. Ansonsten gehe ich halt auf Klo und wasch da. Mal sehen. Mysterium. Bis später. Hallo, ihr Lieben auf dem Kanal. Herzlich willkommen hier aus meinem Schlafwagenabteil. Es ist der Hammer. Also es ist echt schick eingerichtet alles. Es hat ein bisschen mehr Gimmicks, habe ich das Gefühl, als das Abteil, was ich schon mal von der PKP hatte, als ich nach Kolberg gefahren bin. Es sieht gemütlich aus, wie gesagt. Es passt alles soweit. Wir haben hier einen Speisewagen. Ich meine, hallo? Wie cool ist das denn bitte, dass wir hier einen Speisewagen haben? Der hat die ganze Nacht offen. Ich war gerade da, hab gegessen. Ähm, gut, ihr dürft jetzt keine wahnsinnigen Dinge erwarten. Das ist so Essen auf, ich sag mal, Imbissbudenniveau, auf Plastiktellern und ist, glaube ich, ist okay, weil in der Nacht ist es einfach weniger Aufwand. Aber der hat die ganze Nacht offen, man kann hingehen, kann sich ein Bier trinken. Tipptopp. Jo, soweit erstmal das Update hier. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter Nachtzug, dann gehe ich schlafen, bin relativ müde. Und wir hören und sehen uns weiter. Bis dahin. Tschüss.
do końca idzie? Dobry. Mogę. Kawy zrobić? Drinken Sie Coffee? Ja. Tak? Guten Morgen, liebe Mitreisenden. Herzlichen Gruß hier aus dem Schlafwagen. Ihr seht gerade, wir fahren ein in Szczecin-Derby. Und wir sind gerade aus dem Hauptbahnhof Stettin-Główny rausgefahren. Es ist jetzt 7:35 Uhr rum. Die Sonne geht auf, es wird langsam hell. Genau, ich fahre jetzt ungefähr noch eine Stunde. Und geht es einmal so ums Stettiner Haff rum, bis hoch nach Swinemünde. Um 8:45 werden wir in Swinemünde sein. Ja, und dann erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was über die Nacht, wie es so war alles. Aber jetzt erstmal nochmal viel Spaß mit ein paar Bildern und bis später nochmal. So, ihr Lieben, nochmal ganz kurz ein Update hier aus dem Zug. Hier ist der Kaffee. Frisch, gebrüht und heiß für mich. Damit ist der Morgen perfekt. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe gefrühstückt. Es gab hier so eine Art Croissant mit Aprikosenfüllung. Müssen wir nochmal drüber reden, ob Aprikosenfüllung irgendwie was Zugtypisches ist, weil das hatte ich bis jetzt echt fast immer nur im Nachtzug. Orangensaft war dazu. Ja, fassen wir zusammen. Ich habe super geschlafen. Also das Bett ist echt total gemütlich. Von der Härte her, da ist so eine Unterlage noch drauf. Passt das perfekt. 2 Kissen. Das Klima war tipptopp. Das Wasser ging nicht. Habe ich jetzt auch nicht weit geklärt. War jetzt egal. Ich bin auf die Toilette gegangen, konnte mich da waschen und so weiter. Zähne putzen, seht ihr im Video, habe ich dann hier gemacht. Ging dann mit dem Wasser, was hier war, auch, also mit der Flasche Wasser. Ansonsten gefällt mir das Abteil richtig gut. Die Fahrt war angenehm, also auch vom Fahrgefühl her war das echt angenehm. Und ja, jetzt fahren wir, wie gesagt, jetzt hier noch eine knappe Stunde. Und dann bin ich in Szczecin, dann bin ich durch Stettin durch schon und komme dann in Swinemünde natürlich an. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da für das Video, liked das Video, kommentiert sehr gerne auch oder lasst ein Abo kostenlos für diesen Kanal da freue ich mich riesig drüber und Glöckchen an. Ja, und dann freue ich mich auf die nächsten Abenteuer mit euch. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen heute. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
widzenia.
Guten Morgen und herzlich willkommen hier aus Swinemünde. Ich bin angekommen mit dem Nachtzug, mit dem Orientexpress Polens aus Przemyśl hier nach Swinemünde. Und jetzt geht's für mich nach Hause. Jetzt werde ich da hinten mit der Fähre übersetzen auf die andere Seite und dann ab nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.